Hi Leute, zu guter Letzt in dieser kleinen Mini-Reihe der Mitglieder der Baker-Familie schauen wir uns nun Lucas Baker an. Der letzte, der auf unserer Liste noch fehlt. Lucas Baker ist ein Sonderfall in vielerlei Hinsicht. Aber fangen wir mal chronologisch am Anfang an. Geboren wurde Lucas Baker 1992 als Sohn von Jack und Margaret Baker und zukünftiger Bruder von Zoe Baker. In seiner frühen Kindheit hat sich schon gezeigt, dass Lucas hochbegabt ist. Mit seinen eigens kreierten Erfindungen hat er so manchen Preis gewonnen. Und Rätsel und Puzzle haben ihn schon immer sehr fasziniert. Allerdings war Lucas Baker schon als Kind psychisch sehr instabil. Seinen Höhepunkt erreichte das alles, als er zu Schulzeiten seinen größten Bully Oliver auf dem Dachboden des Baker-Anwesens einsperrte und ihn dort tatsächlich verdursten ließ. So viel wir wissen, sein erster Mord an einem Menschen. Das genaue Alter dieses Vorfalls ist nicht dokumentiert, doch es war vermutlich schon in sehr jungen Jahren. Allerdings wirft diese Geschichte mit Oliver ziemlich viele Fragen auf. Hat den Jungen, der auf dem Dachboden eingesperrt war, nie jemand schreien gehört? Wurde nie die Leiche von ihm gefunden? Haben die Eltern nie einen seltsamen Geruch wahrgenommen? Wir dürfen hier, glaube ich, eins nicht vergessen. Diese Geschichte, sowie manch andere Informationen, die ich auch in diesem Video benutze, stammen aus Lucas Bakers Tagebuch oder Aufzeichnungen. Und Lucas Baker ist psychisch schwer krank. Er ist also sozusagen nicht unbedingt die zuverlässigste Quelle. Möglicherweise hat er sich die Geschichte mit Oliver beispielsweise einfach nur ausgedacht. Ich finde diese Theorie gar nicht so abwegig. Es könnte sein, dass er hier einfach nur eine Fantasie, die in seinem Kopf herumspukt, zu Papier gebracht hat. Eine Geschichte, wie er sich vorstellt, seinen Bully und Peiniger gefangen zu nehmen und zu Tode zu quälen. Genau das Verhalten, das er dann später auch in Wirklichkeit zeigt, aber dazu kommen wir noch. Damals schon in seiner Kindheit als Fantasie durchlebt und aufgezeichnet. Aber vielleicht hat er Oliver wirklich umgebracht und die Eltern haben ihn sogar gefunden und das alles vertuscht. Aber wussten denn die Eltern nicht, wo Oliver ist? Und es ist alles ein bisschen komisch. Naja, ich wollte es nur gesagt haben, man kann das Ganze entweder als Fakt oder vielleicht nur als Geschichte eines psychisch schwer gestörten Jungen interpretieren. Aber weiter im Text. Später studierte er an einer Universität in Louisiana. Sein genaues Studienfach ist zwar soweit ich weiß nicht bekannt, die späteren Ereignisse lassen allerdings darauf schließen, dass es wohl irgendetwas mit Genetik oder vielleicht Biologie im weitesten Sinne zu tun hatte. Würde zumindest Sinn machen. Aber dazu kommen wir noch. Gehen wir erstmal ins Jahr 2014. Zu diesem Zeitpunkt lebte Lucas, genauso wie seine jüngere Schwester Zoe, immer noch bei seinen Eltern auf dem Anwesen. Lucas Baker lebte ein sehr zurückgezogenes Leben und hatte außerhalb seiner Familie kaum bis keine sozialen Kontakte. Und die sozialen Kontakte mit seiner Familie waren anscheinend auch sehr geschädigt. Man erfährt immer wieder von Auseinandersetzungen mit seinen Familienmitgliedern, vor allem seiner Schwester und seinem Vater. Nachdem dieser dann eben Evelyn rettet und bei der Baker-Familie aufnimmt und die ganze Familie vom Pilz infiziert wird, wenden sich Agenten von The Connection, also das Verbrechersyndikat, das Evelyn ursprünglich erschaffen hat, an Lucas Baker, wahrscheinlich, weil sie in Erfahrung gebracht haben, dass er über einen gewissen Bildungsstand verfügt. Und sie bieten ihm ein Gegenmittel gegen den Pilz an, wenn Lucas dafür weiterhin in der Familie bleibt und die Familie ausspioniert. Lucas willigt ein und nutzt die nächsten 3 Jahre für sein bizarres Vergnügen, das daraus besteht, dass er in bester Saw-Manier Räume baut, die aus Rätsel und Fallen bestehen, die für die Probanden, die er entführt und da reinsteckt, immer tödlich enden, selbst wenn sie es schaffen sollten, alle seine Rätsel zu lösen. Wie und warum genau? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat die Connection ihm letztendlich zum Leiter der Forschungseinrichtung in der Nähe des Baker-Anwesens gemacht, wo er zusammen mit einem Team von Wissenschaftlern den Mold erforschte und weiterentwickelte.
In Lucas' Forschungsberichte kann man lesen, dass dieser sich während seiner Zeit als leitender Forscher zum Beispiel einen Spaß daraus gemacht hat, dass er verschiedene Infizierte gegeneinander kämpfen lässt. Oder er hat auch einfach mal sinnlose Obduktionen durchgeführt. Ich finde, jeder sollte Hobbys haben. Letztendlich stellte sich das Ganze allerdings nicht als die beste Idee von The Connections heraus, denn natürlich hat Lucas Baker die Firma und seine Kollegen verraten und letztere mussten sogar dran glauben, damit Lucas Baker seine neue verbesserte Mold-Formel auf dem Schwarzmarkt selbst verkaufen kann. Chris Redfield, der mittlerweile am Baker-Anwesen eingetroffen war und Ethan und Mia Winters gerettet hat, vereitelte Lucas' Pläne allerdings. Bei einem Handgemenge wurde Lucas von Chris angeschossen, woraufhin er zu einem bizarren Riesenpilzmonster mutierte. Doch wenn Chris Redfield mit irgendwas Erfahrung hat, dann ist es doch wohl riesige mutierte Monster zu töten. Und genau das macht er dann auch. Enttäuschenderweise, ohne auch nur einen einzigen tonnenschweren Felsbrocken zu verprügeln. Und so findet letztendlich auch Lucas Baker sein Ende. Wir haben ja in den letzten Folgen, als wir uns mit der Baker-Familie beschäftigt haben, eigentlich nur tragische Geschichten gehört. Eine einfache und simple, aber auch rechtschaffende Familie, die durch puren Zufall in die Machenschaften von international agierenden Waffenhändlern geraten und von einer ihrer schlimmsten Biowaffen terrorisiert, infiziert und kontrolliert werden. Doch Lucas Baker ist hier eine Ausnahme. Die schrecklichen Taten, die wir ihn in Resident Evil 7 vollziehen sehen, sind nicht auf den Mold zurückzuführen und nicht auf Gedankenkontrolle. Während die meisten seiner Familienmitglieder zum Monster gemacht wurden, war er schon immer dieses Monster. Und er nutzt die Umstände nur, um dies endlich voll und ganz ausleben zu können. Wie ich in dem Video zu Mia Winter schon gesagt habe, sind natürlich abgesehen von den gesichtslosen Männern hinter The Connections, die wir nicht kennen, Mia Winter und eben Lucas Baker, die einzigen wahren Antagonisten. Die einzigen, die wirklich bewusst handeln und denen man wirklich etwas vorwerfen kann. Wenn man so will, die wahren Antagonisten aus Resident Evil 7. Ja, und das war sie im Grunde, die Geschichte von Lucas Baker. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich in diesem Video nicht so detailliert auf die Ereignisse und die einzelnen Szenen aus Resident Evil 7 und dem Not a Hero DLC eingegangen bin, denn ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten Videos bezüglich der Baker-Familie und auch in allen Videos bezüglich Resident Evil 7 sehr viel über die Vorfälle geredet und ich hatte das Gefühl, ich kann wenig Neues beisteuern, indem ich einfach noch einmal die Geschehnisse aus Resident Evil 7 rekapituliere. Und zusätzlich denke ich, dass die Einzelheiten über beispielsweise die einzelnen Fallen und so weiter auch nicht so wichtig sind, wenn es um den Charakter Lucas Baker geht. Im Grunde, denke ich mir jetzt gerade spontan, erfüllt Lucas Baker so ziemlich am besten von allen Resident Evil 7 Antagonisten das Profil des großen, bösen Resident Evil Antagonisten, wie wir ihn im Grunde seit Teil 1 kennen. Ein egozentrischer Psychopath mit Gottkomplex. Das trifft sowohl auf Albert als auch Alex Wesker zu. William Birkin kann in dieser Reihe auch ganz gut Platz nehmen. Oswald Spencer, James Marcus und die gesamte Ashford-Familie, wenn ich drüber nachdenke, passen auch perfekt in dieses Profil. Und nun eben auch Lucas Baker. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ich auf Gottkomplex komme, das leite ich davon ab, dass er diese Fallenräume baut. Ich glaube, da geht es wahrscheinlich sehr stark darum, dass er die absolute Macht über seine Opfer hat. Aber vielleicht ist das auch nur zu küchenpsychologisch gedacht. Was weiß ich. Ach ja, was ich ganz vergessen habe im Video zu erwähnen und ich sehe die Frage jetzt schon in den Kommentaren auftauchen, deswegen hier noch schnell angefügt. Lucas Baker behält scheinbar all die Vorteile eines mit dem Pilz Infizierten, sowie die enormen regenerativen Fähigkeiten. Er steht allerdings nicht unter der psychisch-telepathischen Kontrolle. Also er ist durchaus mit dem Pilz infiziert, nur wird dieser wohl irgendwie unterdrückt oder so. Sehr genau erklärt das Spiel das nicht, aber allem Anschein nach kann man sich das so ableiten. Na gut. Das soll es jetzt aber dann wirklich gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und auch wenn die Baker-Familie jetzt abgeschlossen ist, ist Resident Evil natürlich noch lange nicht abgeschlossen. In den Kommentaren wird immer wieder gefragt,
ob ich nicht schon jeden Resident Evil Charakter ever jetzt durchgenommen habe, aber ehrlich gesagt gäbe es noch verdammt viel, über das wir reden können. Und ich habe auf jeden Fall auch vor, dass wir noch viel Zeit mit Resident Evil verbringen werden. Auf jeden Fall möchte ich mir unbedingt noch die Protagonisten anschauen, denn bisher haben wir uns eigentlich nur Leon und einige andere wenige wichtige Figuren aus der Resident Evil Reihe bzw. aus der Resident Evil Vergangenheit genau angeguckt. Und da gibt es natürlich noch einige, die wir uns anschauen. In den Kommentaren am meisten gewünscht sind Ada Wong und Hank, aber natürlich werde ich auch die Lebensgeschichte von Chris Redfield und Jill Valentine und wie sie alle heißen, nicht auslassen. Also ihr könnt euch sicher sein, Ada Wong und auch Hank werden ein eigenes Video kriegen. Hört endlich auf, danach zu fragen. Aber vielleicht nicht heute und nicht morgen, aber irgendwann. So, danke fürs Zusehen und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.